Die Problematik beim Verschlucken ist ja nicht nur, dass es unangenehm ist, sondern dass einfach Flüssigkeit in die Lunge eindringt und wenn sie nicht mehr rausgehustet werden kann oder einfach in der Lunge bleibt, kann es eben auch zu Entzündungen kommen, zu einer Lungenentzündung. Wenn es geht, schlucken. Ne? In Deutschland ist das Problem der Schluckstörung völlig unterschätzt. Also es gibt 5 Millionen Menschen in Deutschland, die unter einer Schluckstörung leiden. Das kann natürlich verschiedene Ausmaße haben. Es gibt Menschen, die haben nur eine leichte Schluckstörung. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die da richtig drunter leiden und auch vor allem, wo die Komplikationen gravierend sein können. Trinken ist für jeden Menschen wichtig, für jeden Menschen essentiell. Wenn man nicht trinkt, dann verdurstet man. Deswegen haben vor allem Menschen, die Probleme mit dem Trinken haben, eine hohe Aufmerksamkeit verdient. Und wir widmen uns dem Thema mit SIPA. Ja, also die Diagnose PSP hat außer der Sturzgefahr eine unangenehme Begleiterscheinung, nämlich das Verschlucken. Meine Frau trinkt dadurch weniger, zu wenig. Und das ist ein ganz großes Problem, dass wir das irgendwie in den Griff bekommen. Viele Verwirrtheitszustände könnten wir sehr gut vermeiden, indem die Patienten ausreichend trinken. Deswegen droht da ein sozialer Rückzug für diese Patienten, weil sie nicht mit anderen gemeinschaftlich essen können oder wollen, wenn sie sich verschlucken. Die Gefahr besteht, dass ja, dann kommt es plötzlich raus. Deswegen ist es so wichtig, dass man Therapien hat, wie auch Hilfsmittel, die geeignet sind, die eben nicht stigmatisierend sind, wie geeignete Becher, wo sie eben normal am Essen gemeinschaftlich teilnehmen können. Schnabeltassen sind halt blöd, weil es schaut halt behindert aus. Es ist halt nicht so schön wie der Sipper. Es schaut halt normal aus. Für mich ist der Vorteil halt, dass ich einfach gut trinken kann und es geht halt nichts daneben. Bei dem Sipper-Trinkbecher ist es so, dass der Patient den Kopf nicht nach hinten legen muss, weil die Membran den Trinkspiegel automatisch nach oben bewegt, sodass man quasi immer ein volles Glas hat. Dadurch ist diese Kopf in den Nackenbewegung nicht nötig. Und wenn man diese Schutzhaltung hat, das Kinn gesenkt, sind schon ganz viele Probleme, die beim Schlucken entstehen, nivelliert. Da haben wir eine gesunde Art zu schlucken, wenn das Kinn gesenkt ist. Ja, wir sind IOVAS, wir sind ein Medizintechnik-Startup aus München. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, für Schluckstörungspatienten eine Lösung zu finden, dass die sich nicht mehr verschlucken. Moritz ist momentan unser Mann für die Finanzen und Legal-Sachen, also Patent und so weiter, was da alles dazu gehört. David ist unser Entwicklungszentrum, der macht die ganzen Zeichnungen, der entwickelt wirklich den kompletten Becher. Ich bin für Marketing, Vertrieb und so weiter zuständig. Sinan ist unser Mann wirklich vom Fach, aus der Praxis, der auch die Brücke wieder zur Klinik schlägt. Aus der Pflege hat er täglich mit dem Thema Schluckstörungen zu tun gehabt und eben auch dieses Leiden gesehen. Ne? Und dass eben eine Schluckstörung auch sehr viel Komplikationen mit sich bringen kann, die teilweise lebensbedrohlich sind. Da hat er gesagt, eigentlich müsste man da doch auch mit relativ einfachen Mitteln was machen können und hat vor allem da das Trinken in den Fokus gestellt. Ja, dann haben sie sich überlegt, wie kann man eigentlich einen Becher herstellen, der immer voll ist, um nämlich das Trinken in einer gesicherten Trinkposition zur Verfügung zu stellen. Der Sipper besteht aus dem Sipperbecher. Das ist ein ganz normaler glasähnlicher Becher aus einem bruchsicheren Kunststoff und dem Herzstück, dem Sipper-Pad. Und das Sipper-Pad besteht eigentlich aus diesem roten Ring und einer ganz elastischen Silikonfolie. Die wird einfach eingesetzt und mit dem Klemmenring verklemmt. Und beim Befüllen wird sich die Membran bis auf den Boden ausdehnen, die Folie. Beim Abtrinken gleichermaßen zieht sich die Folie wieder zurück, so hat man immer ein gleich volles Glas. Wir trinken also quasi immer aus einem vollen Glas. Wenn ich kippe, ist die Flüssigkeit gleich verfügbar. Ich kann dann einfach ohne zu saugen oder meine Lippen arg anzustrengen abtrinken und habe dann immer meine gesenkte und geschützte Kopfhaltung.
Wir sind gerade dabei, eben SIPA fertig zu entwickeln und dazu brauchen wir jetzt natürlich auch eure Unterstützung. Beim Crowdfunding ist ja so, dass wir Unterstützer benötigen oder beziehungsweise Unterstützer suchen, die das Projekt gut finden und gerne einen gewissen Betrag spenden und dafür natürlich von uns ein Dankeschön bekommen. Beispielsweise unser Produkt. Wenn jetzt mal jemand den Becher gar nicht für sich benötigt oder braucht, dann haben wir uns 3 soziale Projekte als Partner gesucht. Das ist einmal die PSP-Gesellschaft, die sich um PSP-Erkrankte kümmert. Das ist eine atypische Parkinson-Erkrankung. Wir haben das St. Nikolai Pflegeheim, das sich um alte Menschen kümmert, in Pflegeheimstationen, aber auch in Wohngruppen. Und wir haben die Pfennigparade. Das ist eine große Institution, die sich um behinderte Menschen kümmert. Wir brauchen wirklich eure Hilfe. Ich hoffe, dass euch unser Projekt gefällt und dass ihr uns eine Spende gebt.